Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Heute geht's um If Then Else, beziehungsweise jetzt geht's um If Then Else, denn wir machen ja quasi alles an einem Stück, also gibt's kein heute, sondern alles direkt. Okay, If Then Else funktioniert anders wie bei anderen Sprachen, denn wir haben hier eine funktionale Sprache, also If Then Else liefert mir sozusagen eine Variable zurück. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr vorher Variablen verstanden habt, wenn ihr hier mit If Then Else arbeitet. Und zwar folgendes, ich zeige euch einfach mal kurz die Syntax. If, dann kommt hier die Bedingung rein. Bedingung, jetzt müsste ich nur noch tippen können. Also wenn diese Bedingung wahr wird, dann wird der Then-Teil hier zurückgegeben. Und falls die Bedingung falsch ist, wird der Else-Teil zurückgegeben. Also zum Beispiel Bedingung wird wahr, dann ist der Then-Teil zum Beispiel eine 5 und der Else-Teil eine 0. Dann wird der Then-Teil zurückgegeben, wenn die Bedingung wahr ist. Also 5 wird zurückgegeben, wenn es wahr ist hier. Und Else, also 0, wird zurückgegeben, wenn die Bedingung falsch war. Gut, jetzt müssen wir nur noch wahr und falsch klären. Wie machen wir das? Wahr und falsch bekommen wir normalerweise durch irgendwelche Vergleiche. Ist irgendwas größer, ist irgendwas gleich, ist irgendwas kleiner. Sowas in die Richtung, das sollte man unbedingt in einer Bedingung haben. Und das Ganze ist eigentlich nicht so schwer. Arndlang hat dafür einige Operatoren zur Verfügung gestellt, nämlich genau diese größer, kleiner und solche Funktionen, Operatoren. Genau, zeige ich euch einfach mal, und zwar sagen wir einfach mal 42. Dann kommt hier der Operator hin, also ob werde ich nachher ersetzen, keine Sorge. Und dann sagen wir einfach mal hier 2. Okay. Achso, ja, ich darf ja nicht nach links gehen, weil ich nur Arndlang gestartet habe und nicht RL-Wrap drumherum gemacht habe, aber egal. If, ja, wenn die Bedingung, also wenn 42 größer als 1337 ist, 1337, dann passiert Folgendes, dann wird 0 zurückgegeben, ansonsten wird 42 zurückgegeben. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was wird hier zurückgegeben. Es wird 42 zurückgegeben. Warum wird 42 zurückgegeben? Naja, weil 42 nun mal leider nicht größer als 1337 ist. Das macht nun mal einfach keinen Sinn. 42 ist kleiner als 1337, also 1337, tut mir leid. Ja, deswegen offensichtlich wird der Else-Teil zurückgegeben. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und sagen, was machen wir denn andersrum? Wenn 1337 ist denn das größer als 42, was wir offensichtlich wissen, dass es wahr ist, dann geben wir dann geben wir 0 zurück wieder. Und ansonsten geben wir 42 zurück. Okay, jetzt wird natürlich 0 zurückgegeben, weil 1337 offensichtlich größer ist als 42. Gut, ähnliche Operatoren sind hier zum Beispiel if 42, ist das denn kleiner als lower than, also kleiner als, echt kleiner in dem Fall. Ist es kleiner als 1337? Falls ja, gib mir 2 zurück, falls nicht, gib mir 3 zurück. Kommt offensichtlich 2 zurück, logischerweise. Weitere Operatoren wären Gleichheit, also 42 equals, also ist gleich 42. Wenn das wahr ist, gib mir 3 zurück, ansonsten gib mir 4 zurück. Wird mir 3 zurückgegeben, weil 42 offensichtlich gleich 42 ist. Not equal wäre das Äquivalent dazu und das werden wir noch häufiger brauchen. Also not equal solltet ihr euch dringend merken. 42, 42 not equal, also wenn es ungleich 42 ist, dann gib mir 2 zurück, ansonsten gib mir 5 zurück. Das liefert mir die 5, weil 42 offensichtlich nicht ungleich 42 ist. Also diese Bedingung hier wird falsch, weil 42 ist ja gleich 42, also stimmt not equals hier nicht. Und deswegen wird mir dieser Else-Teil hier zurückgegeben. Wir müssen ein bisschen umdenken. Genau, und dann die letzten beiden Operatoren, die stelle ich euch einfach nur so vor. GE bedeutet greater or equal, also größer gleich. Also sozusagen sowohl ein größer than, also ein GT, als auch ein equals, also beides zusammen sozusagen. Und lower or equals ist genau das Gegenteil, also ein lower than zusammen mit einem equals. Da können beide gleich werden. Ja, das sind im Prinzip die grundlegenden Vergleichsoperatoren. Jetzt kann ich die Dinge aber nicht nur so simpel benutzen, wie wir es gerade gemacht haben, sondern ich kann sie auch noch schachteln. Schachteln bedeutet, ich schreibe in eine Bedingung, beziehungsweise hier hinten rein, eine weitere if-Bedingung
und bekomme dadurch einen geschachtelten Code. Also sozusagen, hier fängt meine erste Bedingung an, sagen wir mal 42, wenn 42 gleich 42 ist, was es offensichtlich ist. Das heißt, wir wissen mittlerweile, weil wir es ja können mittlerweile, dass wir hier im Then-Teil landen. Okay, aber im Then-Teil schreiben wir jetzt noch ein if. Also if 8 not equals 8, das ist offensichtlich falsch. Das heißt, der Then-Teil hier wird nicht zurückgegeben, das wird eine 0. Aber der Else-Teil hier wird zurückgegeben. Das heißt, hier kommt eine 1 zurück. Aus dieser inneren if kommt eine 1 zurück. Und aus dieser äußeren if kommt sozusagen das Then-Ergebnis, also der Teil hier zurück. Und das heißt, wir wissen, insgesamt kommt eine 1 zurück. Und hier mache ich jetzt nochmal eine 2 hin. So. Und wir wissen, hier kommt eine 1 zurück, denn das hier ist gleich. Also stimmt das, also kommt der Then-Teil zurück. Aber der Then-Teil liefert mir als if den Else-Teil, weil hier 8 not equals 8 ist falsch. Also wird der Else-Teil hier zurückgegeben. Also kommt aus dieser if der Else-Teil zurück, also 1. Und das heißt, insgesamt kommt hier auch die 1 zurück. Deswegen, ja, und so tief könnt ihr gehen, wie ihr wollt. Also ihr könnt hier nochmal ein if reinschreiben und nochmal ein if und nochmal ein if, so viele wie ihr wollt. So könnt ihr dann alle möglichen Bedingungen auch wahr machen. Beziehungsweise falsch, je nachdem, wie ihr es eben macht. Ihr könnt ja alle Vergleiche durchführen, die ihr wollt. Gut, das war's für jetzt gerade auch erstmal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!